Und Gott fuhr fort, Hiob Fragen zu stellen, Job never answered one. aber Hiob hat nicht eine einzige Frage beantwortet. God said, "Hast thou entered into the springs of the sea?" Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Fragte Gott Hiob. Scientists did not know there were springs in the sea till 1977. Und Wissenschaftler wussten bis 1977 nicht, dass es auf dem Meeresgrund Quellen gibt. God said, "Where is the way where light dwelleth?" Wo ist der Weg, wo das Licht wohnt? Fragte Gott. Light is in a way, it's not in a place. Licht ist immer auf dem Weg und nicht an einer Stelle. It says, "As for darkness, where is the place thereof?" Und was die Finsternis betrifft, wo ist ihr Ort? Let's see. God said, "By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?" Auf welchem Weg verteilt sich das Licht und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Does the light cause the wind? Verursacht Licht Wind? That is correct. Das ist korrekt. You can ask any weatherman. Du kannst jeden Meteorologen fragen. The sunlight heats up the areas and makes the air expand. Das Sonnenlicht erwärmt die Luft und bewirkt, dass sich die Luft ausdehnt. And we have wind on earth because of the sun. Und wir haben wegen der Sonne Wind auf Erden. God said, "Canst thou send lightnings?" Gott fragte, kannst du die Blitze senden? It is a good thing I cannot do this. Es ist gut, dass ich das nicht kann. How many of you can think of someone who is lucky to be alive because you cannot send the lightnings? Und was meinst du, wie viele Leute freuen sich, die jetzt leben, dass du das nicht kannst? Ja. God said, "Canst thou send lightnings that they may go and say unto thee, Here we are?" Kannst du die Blitze senden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, hier sind wir? Is God telling Job electricity can be used to send a message? Lehrt Gott hier dem Hiob, dass man via Strom Botschaften senden kann? I believe he is. Und ich denke, ja. God asked Job 84 questions. Gott stellte Hiob 84 Fragen. Job did not answer one. Und Hiob hat nicht eine einzige beantwortet. These are the same kind of questions you fathers have to ask your sons. Und das sind dieselben Fragen, die du deinen Söhnen stellen musst. I have 2 sons, I understand. Ich habe 2 Söhne, ich verstehe das. Kids get to a certain age and they start to think they should rule the house. Irgendwann kommen die Kinder in ein Alter, wo sie denken, dass sie der Herr im Haus sind. He comes in one day and says, "Hey Dad, I think I should be allowed to stay out till 4 in the morning with my friends." Ja, hey Papa, ich finde, du solltest mir erlauben, bis 4 Uhr früh mit meinen Freunden zusammen zu sein. After all, I'm 10 now. So, jetzt bin ich nämlich schon 10. And the dad says, "You want to know why you cannot stay out till 4 in the morning?" Und der Vater antwortet, du willst wissen, warum du nicht bis 4 Uhr morgens auf sein kannst? Let me ask you a few questions. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Who is paying for this house? Wer zahlt dieses Haus ab? Who paid for the bed you slept on last night? Wer bezahlte das Bett, in dem du letzte Nacht schliefst? Who paid for those clothes you're wearing? Und wer bezahlt die Kleider, die du trägst? Who pays for the food you eat and eat and eat and Und eat? wer zahlt das Essen, das du isst und isst und isst und isst? Who paid for the hot water and soap you took a shower with? Und wer zahlt für das heiße Wasser und die Seife und die Dusche, About a month ago. die du vor einem Monat benutzt hast? Let's just get it straight right now, son. So, jetzt werden wir die Sache ein für alle Mal erledigen. The Bible is very clear on this topic. Die Bibel ist hier sehr klar. The one who pays the bills makes the rules. Der die Rechnung bezahlt, der macht die Regeln. Ja. Second. Zweite Ansichten, Kapitel 4, Vers 7. Ja. Who do you think you are, son? Was denkst du, wer du bist, mein Sohn? Where were you when we built this house and cleared this land and drove off the grizzly bears? Ja, wo warst du, als wir dieses Land rodeten, die Grizzlybären vertrieben, alles gemacht haben hier? And we had to walk uphill to school in the snow 40 miles, Mann. barefoot. Wir mussten barfuß 40 Meilen den Berg hoch im Winter zur Schule gehen. Me, Dad, you, kid. Ich, Papa, du, Sohn. The Bible is very clear. Die He that Bibel hath the ist- gold maketh the rules. Die Bibel ist ganz klar. Die goldene Regel, wer das Gold hat, der macht die Regeln. Zweite Ansichten 5,9. Golden rule. You come to chapter 40, and God said, "Behold now Behemoth." Und dann kommen wir in Hiob Kapitel 40 und Gott sagt hier, siehe nun den Behemoth. What is Behemoth?
Was bedeutet Behemoth? Some Bibles say it may be elephant or hippopotamus. Und manche Bibeln sagen hier, das ist vielleicht ein Nilpferd oder ein Elefant, It cannot be either of those. aber es kann keines von beiden sein. I think behemoth is the long-necked dinosaur like this one, Und ich glaube, Behemoth, das ist dieser langhalsige Dinosaurier or this one. oder der hier. There are 13 kinds of long-necked dinosaurs. Es gibt 13 verschiedene Arten von langhälsigen Dinosauriern. Das ist der Blondosaurus gewesen, sehr selten. Please talk slowly. Bitte sprich langsam. It says he eats grass as an ox. Und es heißt von ihm, er frisst Gras wie ein Ochse. Some people say elephants eat grass. Und manche Leute sagen, Elefanten fressen Gras. Yes, I know. Ja, ich weiß. Many animals eat grass. Ja, viele Tiere fressen Gras. It says his strength is in his loins, his force is in the navel of his belly. Siehe nun, seine Kraft ist in seinen Lenden und die Macht ist in seinem Bauchnabel. The biggest, strongest part on him is his belly. So, der dickste und stärkste Teil ist in seinem Bauch. They say elephants have a big belly. Und man sagt, ja, Elefanten haben einen dicken Bauch. Hippopotamus have a big belly. Und ein Nilpferd hat einen dicken Bauch. Brachiosaurus has a big belly. Brachiosaurus hat einen dicken Bauch. He has a big belly. Und er hat einen dicken Bauch. So does he. Und hier auch. It says he moves his tail like a cedar. Er bewegt seinen Schwanz wie eine Zeder. His tail is like a cedar tree. Sein Schwanz ist wie ein Zedernbaum. Have you ever seen the tail of an elephant? Hast du je den Schwanz eines Elefanten gesehen? Not like a cedar tree. Ah, sieht nicht aus wie eine Zeder. How Auch about nicht wie eine Zeder. hippopotamus tail? Nilpferdschwanz, Not like a cedar tree. nicht wie eine Zeder. Before they put those comments at the bottom of the Bible, they should be required to read the passage at least once. Und bevor Sie diese Kommentare in die Bibel reintun, hätten Sie lieber den Kontext lesen sollen. His bones are as strong pieces of brass, his bones are like bars of iron. Seine Knochen sind wie Erzröhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. He has big, heavy-duty bones. Er hat wirklich schwere, große, belastbare Knochen. This is a replica of a toe bone from our museum. Das ist eine Kopie eines Zehenknochens aus meinem Museum. This is just one of the bones from the toe of this animal right here. Das ist einer dieser Zehenknochen von diesem Brachiosaurus. He had these big toe bones because he had big toes. Er hatte diese großen Zehenknochen, weil er große Zehen hatte. And he had those big toes because he had a big foot. Und er hatte diese großen Zehen, weil er große Füße hatte. He had that big foot because he had a big leg to hold up. Und er hatte diesen großen Fuß, weil er große Beine hatte. The biggest dinosaur ever found was about 20 meters tall. Und der größte Saurier, der je gefunden wurde, war ungefähr 20 Meter hoch. It was found in Oklahoma. Er wurde in Oklahoma gefunden. They say it will take him 20 years to dig all the bones out of the ground. Und man sagt, es würde 20 Jahre dauern, die ganzen Knochen auszugraben, Because it is a government project. weil es ein Regierungsprojekt ist. They say when it was alive, it probably weighed about 100 tons. Und als er lebte, wog er 100 Tonnen. That is equal to 14 school buses put together. So viel wie 14 Schulbusse zusammen. That means if he was to come by and step on you, So, dass wenn er vorbeikommt und auf dich tritt, you would be deeply impressed by du him. wirst tief beeindruckt sein. Speaking of government projects, Jetzt so viel zu Regierungsprojekten. I'm going to share with you my new invention. Ich werde euch meine neueste Erfindung zeigen. I'm going to be the richest man in the world. Ich werde der reichste Mann der Welt sein. I will save so much money for the highway department Ich werde der Baubehörde so viel Geld sparen and the military und dem Militär and construction crews. und den Bautrupps. And all I want is 10% of the savings. Ich will nur 10% der Ersparnisse. I have invented a shovel Ich habe eine Schaufel erfunden, that will stand up by itself. die von selber steht. You won't need to pay those men to lean on it anymore. So, du brauchst diese Leute nicht mehr bezahlen, die sich daran lehnen. The Bible says he's the chief of the ways of God. Die Bibel sagt, er ist der Erstling der Wege Gottes. He's the biggest animal God made. Das bedeutet, er ist das größte Tier, das Gott je gemacht hat. Let's see. That fits the pattern for the way the devil works. Und das passt in das Muster, mit dem der Teufel arbeitet. Whenever God makes things, the devil tries to destroy them. Immer wenn Gott etwas macht, dann will der Teufel es vernichten.
God made some beautiful things, Gott hat ein paar wunderschöne Sachen gemacht and Satan tries to destroy them. und Satan versucht sie zu vernichten. God invented music, Gott erfand die Musik and Satan has invented some ungodly music you should not listen to. und Satan hat gottlose Musik erfunden, der du nicht zuhören solltest. God invented marriage and the family and sex, Gott erschuf den Menschen, die Ehe und Sex and Satan has come along and tried to destroy that for people. und Satan kam und wollte das zerstören. God put the rules down. Gott hat die Regeln festgelegt He said, boys, don't touch the girls unless you're married to them. und er sagte, Jungs, lasst die Mädchen in Ruhe, bis ihr verheiratet seid. If you don't want to touch the girls, then stay away from me. So, wenn du und wenn du nicht auf Mädchen stehst, dann bleib von mir weg. The Bible says the adulteress will hunt for the precious life, Und die Bibel sagt, die Ehebrecherin wird nach dem kostbaren Leben jagen. God doesn't want you to hunt for a precious life. He wants you to have one. Gott möchte nicht, dass du dem kostbaren Leben nachjagst. Er will, dass du ein kostbares Leben hast. Kids, do not pay attention to Hollywood. So, Kinder, hört nicht auf Hollywood. They don't understand how to have a precious life. Die wissen nicht, wie man ein köstliches Leben hat. You just obey what the Bible says. Gehorch einfach nur dem, was die Bibel sagt. Don't pay attention to your friends. Achte nicht auf deine Freunde And don't pay attention to Hollywood. und achte nicht auf Hollywood. You keep yourself pure till you get married. Halt dich selbst rein, bis du verheiratet bist. And then stay with that one the rest of your life. Und dann bleib mit deinem Ehepartner den Rest deines Lebens zusammen. And that's the precious life. Und das ist das kostbare Leben. Amen. God created all the great creatures, Gott schuf die ganzen großen Tiere. and Satan said there has to be some way to use dinosaurs against God. Und Satan sagte, es muss irgendwie möglich sein, Dinosaurier gegen Gott einzusetzen. But he couldn't fool Adam with dinosaurs. Aber er konnte Adam nicht in Bezug auf Dinosaurier reinlegen. Adam named them. Ja, Adam hat ihnen einen Namen gegeben. If Satan said, Adam, did you know dinosaurs lived millions of years ago? Wenn Satan zu Adam gesagt hätte, weißt du, dass Dinosaurier vor Millionen von Jahren gelebt haben? Adam would say, you are crazy. Und Adam hätte gesagt, bist du verrückt? There's one in the backyard right now. Wie gerade jemand vorher zu mir gesagt hat. To you? There's one in the backyard right now. The backyard. In behind my house. Behind my house. There's one behind my house right now. That's what Adam would say. Adam would say to the devil, there's one behind Is this an idiom? behind the house? Ja? You don't have it behind your house? Yes, we have. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt, ist egal. Never mind. Satan couldn't fool Noah with dinosaurs. Satan konnte Noah nicht reinlegen, He fed them every day. weil Noah fütterte sie jeden Tag. But for the next 4,000 years, they became very rare. Aber die nächsten 4000 Jahre wurden die Dinosaurier sehr, sehr rar. And most people forgot about them. Und die meisten Leute haben Dinosaurier vergessen. In 1809, someone found the bones and put one together. Und 1809 fand jemand einen Knochen And Satan said, here is my chance. und Satan sagte, jetzt kommt meine Chance. These animals have always lived with man. Diese Tiere haben immer mit Menschen zusammengelebt. God knew that, Gott wusste das and Satan knew that. und Satan wusste das, But those people did not know that. aber die Leute wussten es nicht mehr. So Satan said, I'm going to tell them they lived millions of years ago. So, Satan sagt, ich werde ihnen einfach einreden, sie haben vor Millionen von Jahren gelebt. If they believe it, it will make them doubt the Bible. So, und wenn sie das glauben, dann werden sie die Bibel bezweifeln. And it has worked very well. Und das hat sehr gut funktioniert. Boys and girls all over the world go to kindergarten, Jungs und Mädels auf der ganzen Welt gehen in den Kindergarten and they get a book like this. und sie bekommen vielleicht ein Buch wie dieses hier. It says, I can read about dinosaurs. Ja, ich kann von Dinosauriern lesen, heißt es. Would anyone like to guess what the first sentence in the book says? Möchte jemand von euch raten, wie der erste Satz lautet? Millions of years ago. Vor Millionen Jahren. How many kids are being taught this in your town? Wie vielen Kindern wird das hier in deiner Stadt beigebracht? These kids cannot even read yet, Diese Kinder können jetzt noch nicht einmal lesen. and they're being taught the earth is millions of years old. Aber es wird ihnen beigebracht, die Erde ist Millionen von Jahren alt. This is in books all over the world.